Hallo zusammen, ich bin der Schule vom Unihockey Center hier in Zuchwil und ich darf dir heute etwas über die Goalie-Ausrüstung zeigen. Was ist wichtig, wenn du frisch im Goal anfangen willst und du hast noch kein Material? Das können wir jetzt hier schnell anschauen. Angefangen sicher beim Knieschoner. Ganz wichtig für jeden Goalie, vor allem auch gerade beim Anfang. Beim Knieschoner, wenn du im Laden probieren kommst, schau, dass er wirklich schön satt sitzt beim Probieren. Er darf hier im Laden ruhig ein bisschen zu eng sein, weil die Knieschoner gehen relativ schnell dann beim Training ein bisschen aus und werden ein bisschen grösser. Und so garantierst du den perfekten Sitz auch nach ein paar Monaten Training. Also ganz wichtig, schau darauf, dass er wirklich genug satt ist. So rutscht er nachher auch im Spiel oder im Training nicht ab. Der Helm natürlich ebenso wichtig wie der Knieschoner, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Beim Helm lohnt sich wirklich eine gute Investition. Weil Helm hast du wirklich über 5, 6, 7, 8 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Das Coole ist eben auch, bei den Helmen kannst du auch Ersatzteile bekommen. Das heisst, es gibt Gitter einzeln zum Kaufen, es gibt Schrauben einzeln zum Kaufen. Die Innenpolsterung kann man wechseln, eigentlich bei fast jedem Modell. Das heisst, da lohnt sich wirklich im Laden probieren, den richtigen Sitz aussuchen, die richtige Maske. Und dann hast du wirklich auch in ein paar Jahre immer noch Freude an deinem Material. Hier sind wir bei den Goaliehosen. Hier ist alles Coole, man muss sie nicht allzu klein nehmen. Goaliehosen sind wirklich auch relativ gross geschnitten. Auch eben damit, dass du wirklich eine gute Fläche abdeckst. Vor allem, dass du zwischen den Beinen wirklich auch schön zu hast und dort möglichst kein Ball durchkommt. Am besten kannst du Goaliehosen auch ein bisschen ausprobieren. Da gibt es ganz verschiedene Schnitte. Von der Unihockey zum Beispiel, wo eher weit aufgeschnitten ist, also wirklich schön bis hinauf, dass du einen guten, angenehmen Sitz hast. Es gibt Hosen, die ein bisschen tiefer geschnitten sind. Und dann gibt es Hosen, die noch ein bisschen länger geschnitten sind, also für jemanden, der vielleicht ein bisschen grösser ist, der sehr angenehm ist. Und dann haben sie eigentlich auch noch verschiedene Mechanismen, die man zumachen kann, dass für dich wirklich der richtig gute Sitz garantiert ist. Hier haben wir jetzt ein Modell, das eigentlich nur so mit dem Gummizug zusammengebunden ist. Hosen, die sogar Hosenträger haben, was bei den Junioren aber noch sehr gäbig ist, damit sie wirklich nachher nicht runterrutschen. Plus noch der Klettverschluss auf der Seite. Und bei den erwachsenen Goaliehosen ist es meistens nachher so, dass du hier den Klettverschluss hast auf der Seite, wo wirklich schön satt kannst zumachen. Plus nachher der hier, wo man wirklich schön anziehen kann, dass du möglichst guten Sitz hast von der Goaliehose. Also am besten kommst du auch hier doch schnell in den Laden vorbei, probierst die richtigen Hosen aus und wir helfen dir gerne bei der Beratung. Ein wichtiges weiteres Tool für einen Goalie ist nachher der Brustpanzer. Beim Brustpanzer gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einerseits den Kurzarmbrustpanzer, vor allem im Sommer halt sehr beliebt, weil es weniger warm ist und der Goalie hat in der Regel sehr gut warm. Mir ist auch ein bisschen bewegungsfreier. Und dann gibt es nachher noch die Längarmbrustpanzer. Die haben halt den Vorteil, dass es wirklich teilweise noch im Ellbogenschutz drin hat und vor allem hier auf der Seite beim Arm wirklich auch noch gut geschützt ist. Da gibt es nachher eben noch die sogenannte Rebound Control, wo der Ball wirklich schön abtropft und nicht fortspringt, so dass du als Goalie immer Kontrolle hast über deine Abpraller. Hier sind wir bei den Goalie-Händchen. Ich finde es sehr wichtig, als Goalie-Händchen anzulegen. Es gibt nach wie vor Goalie, die keine anhaben. Die sind aber immer ein bisschen mehr am Verschwinden. Inzwischen geht eigentlich wirklich jeder auf Goalie-Händchen. Hier gibt es ganz verschiedene Sachen. Es gibt ganz dünne Händchen. Die sind wirklich hauchdünn. Das ist im Prinzip wie eine zweite Haut. Dann gibt es Händchen, die eine schöne klebrige Oberfläche haben zum Ball. Wie zum Beispiel Superglove, der wirklich extrem klebrig ist zum Ball, wo der Ball super gut drin hat. Und dann gibt es noch sogenannte lederige Händchen. Die haben so ein bisschen eine lederige Oberfläche. Die haben halt wirklich auch den Vorteil, dass sie schön langlebig sind. Und sind vor allem auch für Goalies gut, die sich gerne mit den Hängen verschieben. Wichtig ist wirklich, dass der Sitz gut ist von den Händchen. Das heisst, dass man vorne bei den Fingern nicht noch zu viel Händchenführung hat, dass sie wirklich gut sitzen und dass man ein gutes Gefühl hat zum Ball. Am besten kannst du hier in den Laden probieren. Ich gebe dir gerne noch einen Ball, dass du wirklich ausprobieren kannst, wie fühlt sich der Händchen zum Ball an.
Hier sind wir bei den Goalie-Schuhen. Bei den Goalie-Schuhen ist es so, wenn du frisch anfängst im Goal, ist das sicher eines von diesen Teilen, die du nicht gerade von Anfang an musst haben. Es geht am Anfang, wenn du einen normalen Hallenturnschuh hast im Goal. Wenn du dich aber entschieden hast, fix sicher im Goal zu bleiben und schon länger vielleicht im Goal bist, kann ich dir Goalie-Schuhe extrem empfehlen. Warum? Du hast eine sehr flexible Sohle, was dir extrem gut hilft beim Abstoßen. Dann hast du vor allem den Knöchel geschützt. Das heisst, wenn du wirklich am Boden hin und her rutschst, schürfst du dir nicht den Knöchel auf. Und dann hast du vor allem hier oben noch eine schöne Polsterung, wo du geschützt bist gegen Schüsse und gegen Ball. Wichtig einfach bei den Goalie-Schuhen, leg sie wirklich nur für das Goal an. Also ja nicht als Hallenschuhe für zum Joggen oder für zum Unihockey spielen, sondern die sind wirklich nur gedacht für das Goal. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich definitiv. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen bei offenen Fragen in Sachen Goalie-Material. Wenn du noch weitere Fragen hast oder etwas Material brauchst, komm doch gerne in unseren Läden vorbei. Wir beraten dich gerne.